Und ich hätte jetzt irgendwie schon so ein paar Gründe hier zu bleiben. Ich bin fucking aufgeregt, ey. Irgendwie schon. Und da kommt der Chef. Ich dachte, der Laden ist voll. Danke, dass du extra für mich aufgestanden bist. Nicht, dass du sonst arbeiten müsstest. Nee, das war wirklich schwer heute am Tag. Ich bin ja froh, dass du den Wagen, die Version mit der Klimaanlage gekauft hast. Das Navigon ist eingestellt auf Göttingen. Los geht's. Das ist moderner Tourismus. Generation X Tourismus. Bloß nicht aus dem Auto aussteigen, von außen filmen und gleich weiterfahren. Oh, ich krieg Besuch. There's nothing to steal me, darling. Past dive is waving. We met for sure, now we met us again. Ungefähr 100 Kilometer vor Göttingen, dachte ich so, ich fahre nur durch so Käfer und dachte so, okay, gibt es vielleicht noch ein anderes Göttingen? Da habe ich echt Panik gekriegt, dass ich das Göttingen, wo ich eigentlich hin muss, verpasse, aber ich habe es geschafft. Sehr gut. Und ich bin genau zur WM, zu dem, was war denn das jetzt eigentlich? Deutschland gegen Argentinien. Ja, aber war das Viertelfinale? Das war das Viertelfinale, ja. Und die sind weiter? Ja, im Halbfinale. Ich habe die erste Etappe geschafft, die Ape, der geht's gut und ja, Heidelberg kann kommen. Danke. Dank dir. Ich habe gerade mal meinen Arm fotografiert und ich habe einen typischen Trucker-Arm. Linke Hand, total braun gebrannt. Linker Arm, total braun gebrannt, rechter Arm überhaupt.
Guten Morgen, Göttingen. Und ich fahre 46, 44, 42, 41, 40. Könnte jemand vielleicht mal den Pyrenäen Bescheid sagen, dass ich komme in ungefähr 7 Tagen? Wäre nett, wenn sie sich einfach mal flachlegen. Danke. Gracias. Aber da, wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Was für ein Stau! So, es ist jetzt 2 Uhr morgens und heute ist der 4.7.2010. Bin jetzt bei Steff und die kenne ich nicht übers Couchsurfing, sondern die kenne ich privat, aber ich mache quasi jetzt sowas wie Couchsurfing. Steff verbietet es mir, auf ihrer Couch zu schlafen. Stattdessen gibt sie mir die Couch ihres Kindes. Und das ist ganz geil, weil ich habe jetzt ein eigenes Puppenhaus. So schön mit Kätzchen. Hallo Miezi, Miez. Und Bären, Reche, Schieber. Ich kann hier auch ein bisschen Musik machen. Ich habe ein Nachtlicht. Ist das nicht toll? Kann ich in Ruhe schlafen. Gute Nacht. Also neu bei Couchsurfing ist jetzt auch, dass man nicht nur einfach irgendwo pennt, sondern halt auch sich in das Leben der jeweiligen Person, wo man schläft, integriert. Ich fahre jetzt die Tochter von der Steff im Kindergarten. Weil der Penner am Weg steht. Du, weil wir die Nordic Walking Leute noch kriegen wollten. So, wir sind jetzt mitten in Heidelberg-Kirchheim. Ja. Und fahren jetzt ins Zentrum. In die City. Wir sind der erste Tätowierladen. Wie heißt dein Tätowierer? Echo. Wie heißt der? Erkan. Achso. Erkan. Aber er wird Echo genannt. Ja. Und wie heißt das Tattoo-Studio? Crazy Crack. In Heidelberg. Weißt du was, ich komme gerade auf die Idee, vielleicht fahren wir da heute vorbei und ich lasse mir die Strecke eintätowieren. Ja. Ja. Glaubst du, das macht er? Bestimmt. Der macht alles für Geld. Jetzt zu meiner Rechnung. Kaffee am Römerkreis. Ganz heiße Adresse in Heidelberg. Ganz heiß. Also nicht auf ganz links, weil das ist die Busspur. Das solltest du dir noch nicht rausnehmen. Ey, ich bin Bus. Ich Bus. Du bist Stau. Ganz links jetzt? Nein. Jetzt ganz links? Nein. Jetzt links? Nein. Und jetzt sind wir gleich am Bismarckplatz. Dann zeige ich dir mal die Nudel. Die was? Die Reise stellt die Weichen selbst, wenn man sich den Zeichen nicht entgegenstellt und sich nur immer seine Sicht frei hält und sieht, was für uns bereit liegt. Ich bin ein Reisender, der immer weiter will, ja. Und don't be a shadow, ein Reisender, der immer weiter will. Ich bin ein Reisender, der immer weiter will. Und don't be a shadow.
La 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 la. Wir reisen durch die Weite, wir wellen durch das Meer, einsam und gemeinsam, in Begleitung solitär. Jeder Mensch geht seinen Weg, doch manchmal teilen wir die Richtung und bewegen uns ins Licht, solange der Wind nicht dreht. Oh, 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 oh. Also ich habe einen Song zum Thema Reisen, total, der heißt Reisender. Und ja, der spricht davon, dass wir alle immer irgendwie auf einer Reise sind und manchmal eben alleine und zusammen und dass wir alle letztendlich wie Wellen in dem Ozean uns durch die Welt bewegen. Mit Abschied hat das nichts zu tun, sondern eher mit dem Unterwegssein an sich durch das Leben. Ich glaube, der Weg ist das Ziel. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, einfach Ziele zu haben, dass man quasi einen Anker irgendwo hinwirft, also auswirft quasi und sagt, ich möchte, das ist mein Traum, da möchte ich hin. Auch wenn man vielleicht da gar nicht ankommt und dann eben wieder der Weg das Ziel ist. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich Dinge vorstellt, dass man sich Dinge erträumt, denen man dann folgen kann. Also mein letzter Abschied, der mir nahe ging, ist überhaupt noch nicht lange her, das ist erst ein paar Tage her. Und zwar habe ich mich von meiner Frau und meinen Kindern verabschiedet, weil jetzt meine Sommertour richtig losgeht und ich so die nächsten 2 Monate meine Kinder und meine Frau so gut wie gar nicht sehen werde. Also ich glaube, wir sehen uns in den nächsten 2 Monaten so 3-4 Mal. Und ich meine, ich liebe die über alles. Das ist neben der großen Leidenschaft Musik, das sind einfach meine Kinder. Also die zu bekommen, das war für mich das nächste Level einfach von meiner Entwicklung als Mensch. Das hat für mich lange gedauert, war für mich ein harter Prozess. Und es ging mir nahe, also sie zu verabschieden. Und sie sind zu klein, sie verstehen es noch gar nicht richtig, sie können sich die Zeitspanne noch gar nicht, das realisieren sie gar nicht. Aber das war für mich ein sehr trauriger Abschied. Obwohl ich weiß, dass ich sie natürlich werde ich sie wiedersehen, wir werden Zeit verbringen. Wir sind alle eine Art und doch alle einzigartig. Weil jeder von uns Unikum und jeder unikat ist. Ich befinde mich seit ungefähr 500 Metern dans la France, mon Dieu! Salut! Hallo, Mademoiselle! Kaum 10 Minuten in Frankreich kommt die Sonne raus, mon Dieu! Ich bin echt in Frankreich. Genau jetzt ist es soweit.
Meine erste Panne. Die Benzinleuchte leuchtet nicht. Auf jeden Fall gibt sie kein Gas mehr und ich weiß nicht mehr warum. Ja. Schöne Scheiße. Ich bin irgendwo Rue de la Gare. Ich habe die Ape jetzt schon gerade irgendwie, keine Ahnung, 6, 7 Kilometer geschoben. Jetzt fehlen noch 2. Und dann nochmal irgendwie 3 oder so und dann bin ich bei der nächsten Ortschaft. Ja, und dann muss ich mal gucken. Fuck! Wo bin ich? In Hoffen? Irgendwo an der Kreuzung mit Hoffen und ich bin mit Joanna da. Und Joanna hat mich gerettet, denn es ist das eingetreten, was ich befürchtet hatte, irgendwann, dass eine Panne kommt. Ich bin gerade auf dem Weg von Scherzing nach Lichtenau und ich könnte Musik hören, aber ich nutze jetzt irgendwie den Weg, die Zeit dorthin halt einfach zum Nachdenken, denn ich habe Oda ja vorgestern angerufen. Und gestern hat sie zurückgerufen. Es war total schlimm. Sie war... Fuck. Oh. Ob ihr Leben so noch Sinn macht. Sie wurde hintergangen und eingeschränkt. Sie wurde niemals gefragt, wonach ihr Wille drängt. Er hat sie eingesperrt und ihre Kinder gleich mit. Hat ihr den Spaß verwehrt und ihre Seele geknickt. Er intrigiert und hat sie manipuliert. Er kauft ihr schöne Sachen völlig ungeniert und sie bricht aus. Denn sie ist so viel klüger als du. Du denkst, sie sei so klein, doch größer damit nichts zu tun. Denn sie hat endlich begriffen, sie hat ihr Leben weggeschmissen. Sie will fliegen und frei sein, leben und dabei sein. Sie will atmen und denken, in ihre eigene Richtung lenken. Ab jetzt denkt sie nur noch an sich und nicht an dich. Jeden Tag der Streit um Wichtigkeit. Die Kinder wollten doch nur Gerechtigkeit, doch sie erfuhr dadurch nur noch mehr und mehr Leid. Sie verzweifelte daran, immer im Zwiespalt zu sein, versuchte Ordnung zu bewahren, doch damit war sie allein. Sie verliert an ihn den Kampf um ihr Revier, sie hält es kaum mehr aus, sie muss weg von hier und sie bricht aus. Denn sie ist so viel klüger als du. Du denkst, sie sei so klein, doch größer damit nichts zu tun. Denn sie hat endlich begriffen, sie hat ihr Leben weggeschmissen. Sie will fliegen und frei sein, leben und dabei sein. Sie will atmen und denken, in ihre eigene Richtung lenken. Ab jetzt denkt sie nur noch an sich. Denn sie hat endlich begriffen, sie hat ihr Leben weggeschmissen. Sie will fliegen und frei sein, leben und dabei sein. Sie will atmen und denken, in ihre eigene Richtung lenken. Ab jetzt denkt sie nur noch an sich und nicht an dich.
Prinzipiell ist der Song an meine Mutter gerichtet. Und also es geht darum, mein Vater hat uns vor 2 Jahren verlassen. Also hat eine neue Frau gefunden. Und ja, sie hat eigentlich jetzt erst bemerkt, dass die Ehe eigentlich schon lange vorbei war. Und sie eigentlich froh sein kann, dass es jetzt eben so gekommen ist, wie es gekommen ist. Stimmt schon, dass man sich eigentlich nicht mehr richtig verabschiedet, egal ob man jetzt in Urlaub geht oder ob man mal kurz nur einkaufen geht oder sowas. Es ist alles selbstverständlich geworden, weil man davon ausgeht, man sieht sich ja eh wieder. Ob das jetzt im Internet ist, wenn man ein paar Wochen lang weg ist, dann schreibe ich demjenigen halt oder ja, über Telefon. Ist eigentlich relativ egal, aber verabschieden richtig tut man sich, glaube ich, nicht mehr so wie früher mit hey, wir sehen uns jetzt 2 Jahre lang nicht mehr, ich ziehe jetzt in den Krieg und vielleicht komme ich nie wieder. Das war ja damals auch ganz anders, da hat man auch gar nicht so die Möglichkeiten gehabt, noch Kontakt zu halten, außer eben über Briefe oder so. Und ja, ich denke, es hat schon auf jeden Fall sehr nachgelassen und ist eher so ein bisschen in den Hintergrund geschifft. Ja. Wann hast du deinen letzten Brief geschrieben? Meinen letzten Brief, so richtig mit Hand? Oh je. In der Schule, glaube ich, so Briefchen an die Nachbarn, sowas. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich einen Brief mit Hand geschrieben habe. Ja, das ist echt schon lange, lange her. Okay, ich irre seit ungefähr 20 Minuten umher und ich habe mich auf jeden Fall verfahren. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mich verfahren habe, denn das Schild hier beweist es. Tada! Also es geht jetzt von Zweirad-Sprauer zum Campingplatz, weil der Roller, der braucht noch mal eine Nacht und ich sitze mit Ivi im Auto. Hast du mal gezählt, wie viele LKWs hier sind? Nee, keine Ahnung. Ein Haufen viel. Also ich weiß es nicht. Jetzt geht es nur noch ums Ankommen und gar nicht mehr um das rechtzeitige Ankommen an der Hochzeit. Da kommen schon die nächsten. Du hast richtig viel zu tun, oder? Ich habe alle Arbeit. Also, und zwar, das gute Stück läuft. Jawohl. Du hast es geschafft. Wie war die Geburt? Schwer, sehr schwer. Herr Doktor? Aber dank Piaggio und unserem Wille haben wir es geschafft. Also ganz, ganz, ganz fettes Lob an Herrn Schütze. Und gleich Ausrichter. Und an Harald Sprauer drehe ich nochmal einmal um, dass wir das hier nochmal richtig sehen. Also wenn ihr irgendwie mal im Umkreis von Nordfrankreich, Luxemburg, Südbelgien, an alle Apomania-Fahrer, wenn ihr mal eine Panne habt, dann ist Lichtenau eure Nummer 1 Adresse. Das heißt, sollte die Piaggio-Hotline irgendwie sagen, ja, wir leiten Sie da und dahin, so Navigation ab zu nach stehen. Lichtenau. Harald, mein Lieber, vielen, 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 vielen Dank für alles. Schon recht. Dankeschön. Ich wünsche eine gute Fahrt noch und viel Spaß. Dankeschön. Die denken in eigentlich anderen Nostalgiker und so überein, wenn man mit 10, 15 Stundenkilometern hinter einem herfahren muss.
gerade einen Stau verursacht von 1, 2, 3, 4, 5. Da wo ich bin, ist der Stau. Fahren auf der Autobahn mit 50 Stundenkilometern. Fahren, 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 fahren. Fuck! Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Montluçon. Montluçon. Ich dachte die ganze Zeit noch Montluçon. So, und eigentlich wollte ich zu Carrefour und habe diesen wundervollen Bus gesehen. Also das ist schon echt Luxus im Vergleich zu meinem. Total gemütlich. Super. Tschüss. Ich hatte keine Batterien, deswegen habe ich jetzt die letzten 48 Stunden keine Videos gedreht, aber c'est il! Yeah. Finally! Comment ça va? It's so great. Ok, alors je suis ici, dans le paradis de Mathieu. Regarde ça. Nous sommes dans Bordeaux. Eden Garden. Il y a Marc doit travailler. Ja. C'est ton truc? Ouais, c'est le mien en tout cas. C'est le truc de la cuisine française. Si vous ne voulez pas que le poisson Sente la friture. Il faut le faire cuire dans du lait. Ah Non, si. Si. On le parfume avec du gingembre et du cumin. Santé. Et dedans, il y a de la banane et de la vanille. Rhume? Des épices. Du gingembre. Et du rhum. Ça m'a l'air très bon. Et là, c'est le bouillon. Une fois que le bouillon va être cuit et que ça va frémir, on mettra le saumon. En allemand, c'est dit lecker. 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 C'était hier, c'était à mon patron. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Et il m'a répondu ok, ok, casse-toi. Casse-toi, tu n'es rien pour moi, tu ne sers à rien, tu es bon à rien. Donc je lui ai dit adieu. Voilà, c'était mon patron pour la dernière fois. C'était hier. Je pense pas que les gens puissent avoir des nouvelles de lui. Voilà. Je suis un peu psychopathe. Un peu fou dans ma tête. Ah oui, sans aucun doute. On fait jamais un adieu gratuitement, comme ça, en se disant que ce sera pire après. Non, on fait toujours un adieu pour dire que ce sera mieux, quoi. En tout cas, un adieu choisi, hein. Pas un adieu forcé, un voyage loin. Non, non. Un adieu choisi est toujours un adieu, comme tu dis, leading. Alors c'est un adieu positif. Ouais. Un adieu positif. C'est exactement ça. C'est bon ça. Un adieu positif, en français on dit un oxymore. C'est la contrepartie, une chose positive et une chose négative. Donc c'est ça, un adieu positif.
corps d'alcool t'entête, que on se fait assassine, que la soif et l'abîme te guettent, que libertine ta vie se dessine. Tu iras chercher les étoiles quand les pavés défilent sous tes pas. Que la lune t'entoure de ses charmes. Tu ne penses plus croire en rien ici-bas. Lost. J'ai pas vraiment fait d'adieu dans ma vie parce que les gens, même si je les vois pas pendant 2 ou 3 ans, je sais que je vais revoir des personnes. Il y a des gens que je vois juste par internet et que après je vois, par exemple là, dans une semaine, c'est l'anniversaire d'un ami à moi que j'ai pas vu depuis 3 ans. Mais on est toujours en contact, donc j'ai pas vraiment dit d'adieu, sinon des adieux forcés, à quelqu'un qui meurt ou voilà, les choses de la vie, les gens qui partent. Mais pour moi, c'est pas parce que quelqu'un part loin que tu dis adieu. Pour moi, c'est pas un adieu, c'est un au revoir. Voilà. Ça veut dire que quand tu dis adieu à quelqu'un, normalement, tu le revois plus jamais de ta vie. Et c'est un peu triste quand même de plus jamais revoir quelqu'un. Donc, je préfère dire au revoir, même si c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Je préfère dire un au revoir parce que ça laisse la possibilité de revoir la personne et non pas de dire adieu ou c'est fini, stop. Et tes yeux se perdent dans la nuit. Et les étoiles s'en balancent. Elle se moque bien de toi. La lune te proposerait bien une danse. Si me seul foutait pas de toi. Lost. Tes compagnons d'infortune dans les rues où la soif t'envahit sur la fronde de tes souvenirs. Tu te sens à tout jamais perdu. Voilà à présent seule et moche sur un trottoir ou un caniveau. Va donc creuser ton trou à la pioche. Oublier un instant d'être beau. Les étoiles s'en balancent. Je suis parti de la petite ville où j'étais. J'ai su tout de suite qu'il y a des personnes que je ne reverrai plus jamais. Vraiment plus jamais. C'était une vraie déchirure. Si, quand je suis venu ici, j'ai dit adieu à des gens. En fait, oui, j'ai dit adieu sans le vouloir en fait. J'ai souhaité ne pas dire adieu, mais je savais très bien qu'en changeant de ville, il y a des gens que je reverrai et des gens que je ne reverrai plus. Car il y a une expression
française qui dit loin des yeux, loin du cœur. Et c'est vraiment ça. Tu sais que le tri, il va se faire de lui-même. Il y a les gens qui vont t'appeler, il y a les gens que tu vas appeler, les gens vers qui tu vas retourner, mais il y a des personnes, tu sais très bien que l'histoire s'arrête ici. Et c'est triste. Même si tu sais que tu pourras changer les choses, tu sais que tu vas être déçu à un moment donné. Partir, c'est se trouver, mais c'est aussi souffrir, je pense. Et il y a une chose aussi importante, c'est que tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Ey, das ist so krass. Eigentlich haben halt alle sämtliche Campingplätze zu. Und ich bin jetzt halt auf eine rausgefahren und die Frau hat sich totgelacht und hat gleich natürlich gefragt, wo ich herkomme und so weiter. Die war eigentlich schon am Feierabend machen. Ey, das ist so krass, dass ich noch was gefunden habe. Sieht super aus und oh, da steht sie schon. Jetzt gehe ich mal den Rest klären und Geld bezahlen. So, ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht. Tada! Ich hatte mir gedacht, ich mache jetzt schön irgendwie den 8 Jahre alten Bacardi Rum auf. Ich habe keine Gläser, ich habe keine Becher. Ich habe an alles Mögliche gedacht. Ich habe sogar Küchenrolle und Klopapier. Aber ich habe keine Becher. Und aus der Flasche trinkt man sowas nicht. Da gehört schon so ein bisschen Stil dazu, nämlich halt auch campen. Ich habe zum Frühstücken Fusilli, Toast, Obst, Ravioli, Ketchup, Pfeffer, Pistazien, Fertigsuppen. Tja, Butter. Aber das sind Sachen, die kaufe ich nicht gerne, halt so campingmäßig. Das ist irgendwie innerhalb von 2 Stunden schlecht, oder? Eigentlich ernähre ich mich nur noch von Croissants und Café au lait. Heute ein kleines, weil ich ja noch eine halbe Stunde Zeit habe, ein kleines Luxusfrühstück. Originalwurst aus Lichtenau mit französischem Toast. Ganz wichtig, trocken, keine Butter, keine Margarine, gar nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Das schmeckt so geil. Da steht kein Name drauf. Ich kann euch nicht sagen, was das für eine Wurst ist. Wurst. Ich bin noch in Spanien. Cruise hier gerade mit ungefähr 28 Stundenkilometern schon seit bestimmt 4-5 Minuten Berg hoch. Ich denke, das ist so der letzte wirklich große Anstieg, bevor ich in Portugal ankomme. Ich werde auf jeden Fall durchmachen. Ich werde auf jeden Fall durchfahren. Ich habe noch weit über 250 Kilometer vor mir. Ich bin um 7 Uhr morgens aufgestanden und denke, ich werde um 5 oder um 6 ankommen. Ich bin saufertig, aber habe Cola, jede Menge Cortados und Adrenalin im Blut. Oh, ich bin jetzt auf der Straße, die nennt sich Marco. Gut, ich mache erstmal das Licht aus, mache mich gerade und melde mich dann später nochmal, wenn ich eingeschlafen und irgendwo gegengefahren bin. Fuck off, Alter. Schloss Alpina, die jetzt heiraten. Das war unser Haus.
einzige Ausländer heute hier? Nein, das stimmt nicht. Wo? Zeig. Wer? Da, die Hamburger, der auf der anderen Seite. Wir lernen Portugiesisch mit Carla. Fleisch heißt auch? Carne. Nein, was die da gerade geschrien haben. Porco, das heißt Schwein. Nein, Shisha. Shisha, das sagen die Kinder, das ist so. Shisha ist, was sagen die Kinder in Deutsch? Fleisch. Fleisch! Fleisch. Ich möchte Fleisch! Ich möchte einfach den Zeitpunkt nochmal nutzen, um Harald und Ivi Sprauer dafür zu danken. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ohne die Unterstützung, die seelische Unterstützung von all meinen Freunden hätte ich es nicht geschafft. Und ich freue mich total. Habe aber Angst vor dem Salat. Obrigado. Der ist nämlich zu gesund gerade. Und wir hatten jetzt schon einen echt schönen Tag. Und jetzt einfach mal gucken, was kommt. Ja. Die Woche wird echt krass. Die Woche wird richtig krass. Es ist Sonntagnacht. Ich fahre morgen los. Und Ute vom Fundbüro, die hat irgendwann mal gesagt, nicht irgendwann, sondern am Abfahrtstag, hat sie im Central Park gesagt, Carlos fährt jetzt nach Hause. Das fühlt sich aber überhaupt nicht wie zu Hause an. Ich fühle mich hier halt einfach irgendwie nicht zu Hause. Also schon natürlich durch die ganze Familie und alles, aber ich gehöre hier halt einfach irgendwie nicht her. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich fahre halt nicht nach Hause.
Hombre, eso, bueno, es más en la vida real que en el trabajo. Cuando un amigo se va, algo se pierde en el alma. Y nada. Pero bueno, sí, la verdad es que hay gente que te da pena que se vaya, porque dices, estos momentos que he vivido no los voy a volver a repetir en la vida. Seguramente es la última vez que la vea. Por lo que siempre te queda ahí algo perdido. Hombre, trabajando en este mundo cada persona es especial y cada despedida es especial y cada recuerdo que te llevas de unos hace que vuelvan, por lo que es un hasta luego, no es un adiós. Yo me llamo Rolly, soy de La Coruña. Pues el estilo de aquí del camping es más bohemio, más sin coches, sin ciudad, sin humo, playa aquí al lado, relax. Es diferente. No, La Coruña es una ciudad pequeña, pero tiene el ajetreo de la ciudad. Aquí no hay ese ajetreo y por La Coruña te vas por la calle y no vas hasta luego, hasta luego. Aquí es todos los días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Todo bien? Es diferente. No, bueno, ya tengo alguna experiencia de vivir fuera. Estuve también viviendo en Londres con Javi. Estuve viviendo en Estados Unidos. También conoces gente de muchos países. Y nada, lo bonito es vivir en ese momento, disfrutar ese momento, y el día que tienes que decir hasta luego, pues nada, ya vendrá otra gente a la que le digas hola. Hombre, depende de cómo te lo tomes. Yo creo que de cada persona se coge algo, entonces es una experiencia y no tiene por qué estar mal decir adiós ni hasta luego. El único adiós que puede dar pena es el último, antes de morir, pero si después nunca se sabe, igual te vuelves a ver por otro país, por otra ciudad, nunca se sabe. Somos ciudadanos del mundo.
muchos que hacen el Camino de Santiago que vuelven a repetirlo y te los vuelves a encontrar. Si hubiera hecho más veces el camino, posiblemente uno los hubiera encontrado más veces, porque lo hacen casi todos los años. Hombre, despedirse con los amigos que has estado durante un mes conviviendo, comiendo, durmiendo juntos, etc. Cuesta un poco, sí, pero eso sabes ya, cuando te reúnes con ellos ya sabes que una vez llegará el momento que tengas que despedirte. Bueno, es que despedirme no se despide uno, porque sabes que lo vas a encontrar al día siguiente. Como máximo, hasta luego, adiós, o hasta mañana. No me cuesta absolutamente nada, es más, lo deseo. Deseo abandonar el sitio y despreocuparme de todo el entorno en el que he vivido normalmente o habitualmente. Sí, no me cuesta nada.
Sampa, praia atrás. Birimbau, atabaque, pandeiro. Agogô, tem tudo aqui. Aqui eu tenho casa. Até triângulo. Ó, as raízes, se eu não tivesse minhas raízes, eu na verdade não estaria fazendo aqui algo da minha cultura, né? Imagina que eu estaria aqui fazendo não sei o que. Eu estou fazendo algo que é mostrar para o pessoal daqui, dar oportunidade para todo mundo de conhecer a cultura brasileira. Do pouco que eu conheço, eu tento mostrar o máximo possível. E eu acho que isso aí prova que tem que ter suas raízes. Pô, com essa praia aqui atrás, é que hoje não está tanto sol, mas pô, isso aqui é o Brasil puro. Eu tenho tudo aqui, tenho tudo que preciso. Tenho minha mãe que mora na Inglaterra, eu pego um voo de 1 hora, tô lá. Tenho aqui a praia, tenho bastante amigo brasileiro, tenho Gaiola, um super amigo meu que está vindo para fazer um trabalho aqui com a gente está dando uma oportunidade para ele. E vai ser super legal, um super amigão, irmão mesmo. E tem mestre de capoeira, mestre pastel, tem o pessoal do Capoeira Brasil, tem o mestre Pedrinho de Caxias, tem capoeira Angola, capoeira regional, tem curso de samba, tem Auri com Brasília Explosion, tem todo mundo, tem bar brasileiro, a gente faz festa de forró, estágio de capoeira, pô, isso aqui é o Brasil puro. Eu tenho saudade do Brasil. Eu saí, fui direto para a Itália, fiquei na Itália 1 mês, depois eu fui para Portugal, fiquei em Portugal 1 mês, depois fui para a Inglaterra, fiquei 3 anos e meio, depois fui para Edimburgo, para a Escócia, onde eu fiquei 5 anos. E de lá a gente veio para o País Basco, do lado espanhol, do lado sul, e agora estamos aqui do lado norte, na França. Mas graças a Deus, não, graças ao Facebook, você consegue encontrar todo mundo. Na verdade eu tenho que falar, é verdade. Graças ao Facebook eu consigo encontrar muitas pessoas que eu não conseguia, que eu não tinha contato há muito tempo. Mas a capoeira, toda vez você tem o pessoal que vai embora e você tem o pessoal que volta. Tem a gente que vai embora, os amigos que vão e os amigos que voltam. Tem os amigos novos que chegam. E os amigos que vão, você sempre vai encontrar. O mundo da capoeira é muito pequeno, você vai passar um dia, você vai encontrar eles. Sempre. Eu acho que agora eu já cheguei. E cheguei pra ficar. Cheguei pra ficar. Essa é a minha ideia. Nous sommes dans les petites délices. Il y a du cannelle et il y a du macaron que nous avions déjà mangé La dernière fois en juillet. C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, vous réalisez que je suis à Bordeaux encore. Avec Mathieu. Et donc, pour moi, adieu, c'est un très très joli mot. Et avant, en France, alors je sais pas si c'était pareil dans les autres pays, on l'utilisait tous les jours. Même si on savait que la personne allait la revoir demain, on disait adieu parce que on remettait à Dieu la prochaine rencontre, quoi. On la mettait entre les mains de Dieu. On savait pas si on allait la revoir, mais ça voulait pas dire
un adieu définitif, c'était utilisé autrement. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit adieu, il y a quelque chose de triste, quoi. Ça sonne triste, alors que ça devrait pas, c'est joli au final. Moi je trouve que au moins les choses sont claires. Plein de fois, les gens me disent, bon, on prend les numéros et tout, et des fois ça m'arrive de dire non, c'est pas la peine. Ne prenons pas nos numéros, c'était une belle rencontre, restons-en là. Ça serait dommage de se donner l'illusion de se dire tiens on va continuer, on va reprendre là où ça s'arrête alors qu'il y a très peu de chances que ça se passe au final. Il faut réinstaurer l'adieu, je pense. Il faudrait l'utiliser beaucoup plus. Et dans certaines régions françaises, ça se dit encore pas mal, je crois, dans les campagnes. Je pourrais pas dire quelle région, mais voilà, les gens se connaissent, ils vont se recroiser la semaine prochaine et adieu. Et ça ne veut pas dire que c'est définitif. C'est un très très beau mot. Et je pense que je vais le mettre dans ma toile, tu vois, cet après-midi. J'avais besoin de... Et même je pense que je vais mettre la despedida, parce que j'aime utiliser des mots autres que ceux de la langue française. Mais voilà, donc adieu. C'est un bon endroit où acheter du vin, pas très cher et très bon. Alors, et ça s'appelle comment? Le comptoir de Magellan. Le comptoir de Magellan. Ok, Magellan. Ça perd l'hypopète, j'ai oublié ce nom. Diantre. This looks like an ordinary esoteric style shop. But now, there he is, and we go. Come on, guy. Downstairs. Schnell, schnell. Yeah, this is a beautiful place to choose a lot of different wine. There is wine from China, from Australia, South Africa, from Argentina, Chile, and a lot of French wine. German wine, this is Schwarze. This is from Germany. Try to read it. Huh? Try to read it. C'est le Schwarze Kotz. Oups. Affaissé et affaibli, il se retrouve à terre. Quand le froid et l'ennui brisent la chair. À garder les yeux ouverts, j'ai eu peur.
keine Ahnung. Geilste Kaffee aus dem Automaten überhaupt. Der Cappuccino avec Très Sucre. Ich bin hier irgendwo an einer Totaltanke. Toll, das ist mal das Logo irgendwie. Doch, da hinten. Totaltanke nach Bras. Rue. Das raff ich jetzt erst. Das Navi kommt, zeigt mir Zürich in 3D an. En fait, après la deuxième fois, il fait le tananana. Wo kommt denn der her? Guten Morgen. Und zwar habe ich jetzt nach San Sebastian, in der zweiten großen Stadt, in der ich verbracht habe, die Nacht, mit dem Nino, seinem Sohn und seiner Frau, 40 Stupsen, wie es so schön heißt, hier gelassen. Am 21.08. in bar bezahlt, auf der blauen Zone. Nein, es gibt keine freien Parkplätze, alle sind kostenpflichtig. So, gut so. Autos raus aus der Stadt. Du Nino, ich habe jetzt gerade Tschüss gesagt. Kennen die Schweizer Tschüss eigentlich? Tschüss? Ja? Nein, kenne ich nicht. Doch, jetzt in Zürich schon, wo so viele Deutsche da sind. Da kennen die auch schon fast Moin Moin. Ne? Das mache ich im Übrigen, wenn ich zum Joggen gehe immer. Ich gehe jeden zweiten Tag zum Joggen. Dann gehe ich im Wald drauf. Und wenn ich da jemanden sehe, mache ich grundsätzlich, sage ich immer Moin. Die sagen immer Grüezi und ich sage immer Moin. Also beim Säckeln sage ich Moin. Und da lerne ich schon wieder was Neues, was ist denn Säckeln? Aha, Säckeln ist eben Joggen. Der Zürich ist natürlich international, kannst du auch Arrivederci sagen. Wir sagen, also die Schweizer sagen wir, ich bin ja immer noch Deutscher. Die Schweizer sagen Adieu oder Ade. Das ist mehr so die Höflichkeitsform von auf Wiedersehen. Und ansonsten sagt man halt auch Ciao, so wie das halt sich dieses italienische Wort also durch die ganze Welt gepriesen. Ciao, ciao. Aber ist Adieu denn nicht was Endgültiges? In der Schweiz? Oh, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Naja, also wenn ich zum Bäcker gehe, dann sage ich auch Adieu und ich weiß ja, dass ich wieder komme. Also von dem her ist nichts Endgültiges. Ich gehe mal immer davon aus, wenn ich mich verabschiede, dass ich denjenigen wiedersehe. Also von dem her ist für mich ein Abschied nie eine endgültige Sache.
jedes Mal, wenn ich die Camping-Zelttür, Tor öffne, fängt es an zu regnen. Was soll der Scheiß? Du bist du in Namibia aufgewachsen? Geboren und aufgewachsen. Bis zu meinem 20. Lebensjahr. Vermisst du Namibia? Sehr. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich meine, das heißt nicht, dass ich nicht gerne in Deutschland bin, aber es ist halt völlig anders. Ne? Und die Familie lebt da halt. Da merkt man das halt ab und zu. Namibia war mal was für eine Kolonie? Eine Deutsche. Fast jeder kann da Deutsch. Man verabschiedet sich normal, also bei uns in der Familie auf Deutsch, ja. Mit Tschüss. Mit Tschüss oder, ja, Tschüss. Eigentlich ja, Tschüss. Auf Namibisch verabschiedet man sich bei uns auf der Farm. Da gibt es eine Volksgruppe, die nennt sich die Nama. Und die verabschieden sich mit Kaisi Hare. Und das ist, also die sprechen in diesen Schnalztönen, die ich leider nicht kann. Ich kann nur ein paar. Also jetzt zum Beispiel Kaisi Hare oder Kaisi Kure, das bedeutet, lass es dir gut gehen. Aber mehr weiß ich eigentlich wenig über die Sprache. Müsstest du meinen Vater fragen, der weiß, der kann die sprechen. Südafrikanisch heißt dann Totsiens. Das bedeutet dann auch, das ist das gleiche wie auf Wiedersehen. Totsiens bedeutet bis zum nächsten Mal oder so. Bis wir uns wiedersehen. Da würde ich sagen, Totsiens. Totsiens, ja, das hoffe ich. Du hast mir ja einen Vertrag unterschrieben. Ciao. Das ist nicht das typische französische Frühstück, oder? Ludwig, wie viel PS hat das gute Stück? Ja, ist deins. Du warst viele, viele Jahre in Hamburg? Genau, fast 20, ja. Und bin dann irgendwann weg, ja. Knall die Fall. Aus der Großstadt, von der Großstadt aufs platte Land. Also von der Großstadt an sich, muss ich ehrlich gesagt sagen, vermisst man gar nicht so viel. Man lässt natürlich Freunde zurück, das ist richtig und das war eben auch so in dem Fall. Wobei sich dann aber zeigt, wer die wirklichen Freunde sind oder die man, also Leute, die man zu den wirklichen Freunden zählt, die bleiben auch weiter Freunde, auch wenn man sich dann nur noch selten sieht oder eben selten Kontakt hat. Also das trägt dann trotzdem weiter. Also es gibt auch Leute, die habe ich, als ich in Hamburg gewohnt habe, auch nicht öfter gesehen, als ich sie jetzt sehe. Ne? Das Einzige, was ich wohl vermisse, das muss man sagen, ist die Elbe. Also der Fluss, quasi ab Landungsbrücken Richtung Wedel, der sich da öffnet und weitet. Und das ist schon eine tolle Sache, die man natürlich woanders nicht so findet. Es gibt hier zwar den Rhein, aber der Rhein, der hat auch was wahnsinnig Mystisches und Interessantes, ist aber doch eine ganz andere Nummer. Ich habe immer so den Eindruck, die Römer waren vor 2000 Jahren bis zur Rhein-Main-Linie und dahinter waren die wilden Germanen und dass deshalb das Gebiet eben westlich des Rheins und des Mains fast 1000 Jahre mehr Kultur erlebt hat als die Gebiete östlich davon, wo quasi erst um 1100, 1200 die Zivilisation sich so richtig entwickelt hat. Und das könnte durchaus sein, dass man das heute noch merkt, diese Unterschiede in der kulturellen Geschichte. Weißt du, ob es in dieser kulturellen Geschichte des Rheins irgendeine eine Stelle der Verabschiedung gibt? Oh. Lorelei?
Ja, aber die Lorelei, ja, Verabschiedung in dem Sinne, die Lorelei kündet den Rheinschiffern an diese gefährliche Stelle, wo also viele wohl ersoffen sind. Und sie sitzt da oben auf dem Felsen und singt schöne Lieder und macht den Rheinschiffern schöne Augen. Und schwupps, ehe man sich versieht, sind die in den Stromschnellen umgekommen. Das hat vielleicht so ein bisschen was von Abschied, ja. Aber jeder Fluss hat den Abschied in sich, weil er ja bewegt ist, also er fließt irgendwo hin ständig und ist auch immer Transportweg gewesen und Reiseweg für Menschen. Und das beinhaltet natürlich auch einen Abschied. Richtig. Ich bin in Duisburg und da ist der Sterni. Ich bin in Usbekistan geboren und bin 89 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Es war eigentlich alles ziemlich unbewusst. Es ging einfach nach Deutschland, weil wir deutsche Vorfahren haben. In diesem Bewusstsein sind wir halt nach Deutschland gefahren, aber auch mit einem Gefühl, dass wir irgendwann mal zurück müssen. Und nach 20 Jahren in Deutschland weiß ich mittlerweile, dass es nicht mehr passiert. Insofern habe ich mich teilweise davon oder zum Großteil davon verabschiedet. Also auch das, was ich male, wie ich lebe, was ich mache, ist halt alles mehr oder weniger organisch und ich setze mich ungern fest auf irgendwas. Vielleicht aus Angst vor einem Abschied. Nein, Quatsch. Du warst für ein paar Monate in Brasilien? Genau, in Piauí, im Nordosten von Brasilien und habe da 5 Monate lang gelebt. Gerade da habe ich festgestellt, dass die Reise halt nie aufhört, weil wenn man ein Land, die man vorher nie war, kennenlernt, wird einem bewusst, wie viele Länder man eigentlich noch nicht kennt. Ne? Und das Gefühl, was ich da hatte, war einfach, hat mich jetzt nicht süchtig gemacht, aber hat mehr Lust auf mehr in mir hervorgerufen. Klar, es war eine schöne Zeit, deswegen ist es halt umso schwerer Abschied zu nehmen, als wenn es einem nicht gefallen hat. Aber es war sehr, sehr schön und ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, die ich halt definitiv wiedersehen will. Insofern war das ein Abschied für, hoffe ich, von kurzer Dauer. Und dass es dann halt auch bald wieder zurückgeht.
fight for the answer. Now tell me who you are so I can understand. Saw you every day since then. Feels like a lifetime, feels like you. You're here to save, confirmed all the time. Side by side, not afraid to choose. I saw you in my head, walking through the ocean, holding my hand and fight for the answer. Now tell me who you are so I can understand. Fight for the answer, you search for the gold, losing your soul, painting the wall, and now take me to the place where we're already standing.